Thomas, hast du schon bei Netflix angerufen? Bist du bereit fürs nächste Kapitel? Noch nicht, aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ins nächste Kapitel zu gehen. Wunderbar, ich habe gut gefrühstückt. Ich wuchte die Kleine unter den Tisch. Und jetzt kommt nämlich die Cine GFX zum Vorschein. Das größte Pferd, das wir im Stall haben hier. Ja, die muss reichen für heute. Ja, größer geht's. Aber es ist die Frage, ob es noch Sinn macht, für uns zumindest. Wir haben jetzt in der Videoreihe mehrere Kameras vorgestellt. Schon einmal die XS20, einmal die XH2S. Und jetzt gehen wir in einen völlig neuen Bereich rein. Wir verlassen nämlich die APS-C-Welt. Wir gehen in das, was in der Fotowelt als Mittelformat bekannt ist und im Videoformat gerne als Großformat bezeichnet wird, um die Verwirrung einfach maximal zu machen. Wir haben hier eine GFX 102 als Herzstück unseres größten Fuji Go Cinema Rigs. Was ist das für eine Kamera? Und warum will ich die unbedingt haben? Gut, ich kenne sie und nutze sie schon lange und viel im Fotobereich. 100 Megapixel Auflösung, mega guter, großer Dynamikumfang und der Mittelformat-Look im Foto. Und jetzt machen wir von hier gleich den Switch. Warum sollte ich diese Maschine jetzt als Cinema-Kamera einsetzen? Naja, werfen wir mal einen Fachbegriff in die Runde. Es geht los, der Bildkreis ist jetzt nicht nur Super 35, also was die Fotografen als Vollformat können, oder halt das Mittelformat im Fotobereich, sondern wir können hier den sogenannten Vista Vision Bildkreis abdecken. Das heißt, das Cinema-Objektive wirklich auch fast die ganze Sensorfläche ausnutzen. Ich sage deswegen fast. Werden wir in dem kleinen Link in den Shownotes nochmal genau erklären. Gibt es ganz tolle Tabellen, die genau zeigen, wie viel des großen Sensors wirklich genutzt wird. Aber es ist halt eine deutlich größere Bildfläche als für Kleinbild / Super 35. Über Objektive hatten wir ja schon im Vorgängervideo gesprochen. Im Prinzip gleicher Aufbau. Jetzt hier ein Adapter, der uns es ermöglicht, vom GF-Mount der Fuji-Kamera wieder auf PL-Mount für die Cine-Optiken zu gehen. Und hier kann man dann auch so tolle Spielchen treiben und zum Beispiel anamorphische Objektive einsetzen. Ich sage mal so ein bisschen den klassischen Hollywood-Cine-Look im Prinzip umzusetzen. Das, was J.J. Abrams wunderbar gemacht hat bei den neuen Star Trek-Filmen, wo vor lauter Lensflares fast kein Bild mehr zu sehen war. Und auch diesen ganz spezifischen Look, die diese Anamorphoten haben, die kann ich mit einem GF-Sensor eben noch besser darstellen als mit dem APS-C-Sensor aus den X-Kameras. Absolut richtig. Sprechen wir kurz über das Setup hier. Die meisten werden sich ja fragen, was ist diese Konstruktion hier unten drunter? Diese Kamera ist jetzt eigentlich gedacht, um über die Schulter bedient zu werden. Bedeutet, die Kamera liegt auf der Schulter auf. Ich denke, das sieht man hier auch ganz gut in der Nahaufnahme. Ich habe dann hier rechts und links jeweils einen Handgriff, in dem ich die Kamera halte. Weißt du was, Thomas? Haben wir jetzt hier nicht geübt. Ich probiere das jetzt einmal schnell. Ich nehme die jetzt mal nach oben. Hätte die jetzt hier auf der Schulter. Jetzt würde ich hier natürlich den Handgriff nach unten klappen und kann jetzt im Prinzip die Kamera so führen. Und ich glaube, an der Stelle drehen wir es auch einmal andersrum ins Bild. Dass man auch sehen kann, was da noch alles dran ist. Genau, was auf der anderen Seite montiert ist. Wir haben jetzt natürlich, wenn ich die Kamera auf der Schulter trage, keine Möglichkeit, hier oben irgendwie am Handgriff in den Monitor reinzugucken. Das heißt, der Monitor ist jetzt hier seitlich installiert. Und ich habe dann natürlich auch im realen Setup entweder wieder die externe Fokuseinheit, die wir vorhin schon gezeigt haben, diesen Directors Monitor. Oder ich würde jetzt in dem Fall hier einfach diesen manuellen Follow-Focus hier auf der Seite installieren, um jetzt von hier im Prinzip meine Schärfe ziehen zu können. Und deswegen auch die zwei Griffe an diesem Shoulder-Rig, dass ich sowohl mit der rechten Hand das Ding halten kann, wie ich links fokussiere oder eben umgreifen kann, egal was ich mache. Ich habe genug Griffe an der Kamera, an diesem ganzen Rig dran, damit ich es immer safe halten kann. Weil, man hat es vielleicht ja gerade schon ein bisschen gesehen, als du sie hier einmal rumgewuchtet hast, die ist nicht ganz leicht. Also aus der hohlen Hand, nur am Griff, hält man das Rig dann irgendwann nicht mehr. Also ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist das jetzt für mich definitiv die obere Gewichtsliga. Also noch schwerer, macht dann auch keinen Sinn mehr irgendwo. Dann gibt's andere Methoden, so eine Kamera zu stabilisieren. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal bei einem Behind the Scenes aus Kinofilmen gesehen. Dann hat man ein entsprechend, ich sag mal, Rucksacksystem mit einem Trägerarm, der über den Kopf geht. Dann ist die Kamera oben eingehängt und so weiter und so weiter. Oder dann eben auch vom Stativ runter. Natürlich. Ja, ganz klar. Also stationär quasi aufzumachen. Aber das ist so das Maximale, was über eine Schulter noch irgendwie sinnvoll ist, wenn man eben
in der jeweiligen Situation ist, da kommen wir zu dem, was wir schon gesagt haben, das richtige Werkzeug für den richtigen Anwendungsfall, für das richtige Problem einsetzen. Und wenn ich Run and Gun haben will, also ich kann mich damit bewegen, ich kann mich frei damit bewegen, ich bin nicht kabelgebunden, ich hänge nicht irgendwo dran, ich habe kein Stativ oder irgendwas, ich habe nicht mal einen Gimbal, was mir vielleicht noch ein bisschen Arbeit hat. Ich will das alles direkt an mir dran haben und ich habe trotzdem alles dabei. Also neben der Kamera, Optik, hier hinten haben wir eine große Batterie, die das ganze System versorgt. Wir haben den eigenen Bildschirm dran, den wir schon gesehen haben. Hier hinten haben wir noch ein bisschen mehr rangehängt diesmal. Ich habe jetzt hier einfach so einen Zoom-Recorder mal rangehängt, bei dem ich mit 4 extra Mikrofonen reingehen könnte. Ich könnte also mit Kabeln hier rangehen und die Tonmänner noch mal extra abangeln lassen. Und ich könnte trotzdem alles schon direkt hier an der Kamera dran haben. Also ich habe keine externen Geräte noch, die irgendwo anders dran sind. Das Rig bietet Erweiterungsmöglichkeiten ohne Ende. Also ein klassischer Einsatzbereich wäre aus meiner Sicht sicher zum Beispiel eine Reportage irgendwo on Location. Aber auch in einer Event-Reportage kann es durchaus sein, dass mehrere Kameras natürlich eingesetzt werden und eine der Kameras, vielleicht, ich sag mal, die Hauptkamera, so wie das eine große Spotlight den Sprecher beleuchtet, ist es vielleicht dieses Rig, was dann den Sprecher ständig auch filmt, aber trotzdem mobil bleibt, während eine nur statisch drauf gerichtet ist. Aber ich habe hier trotzdem maximale Bildqualität, maximale Flexibilität, was auch die Optiken zum Beispiel angeht. Wir haben ja schon mal das Rig beim ersten Mal erklärt, was hier alles dranhängt. Auch hier wieder die Rods dran, die sehen wir jetzt nur hier vorne. Auch hier wieder mit einer Stütze, um das Ganze zu halten. Genau. Weil in dem Fall sind wir schon leicht bei 2,5, 3,5, 4 Kilo pro Objektiv. Und das braucht natürlich nur das Objektiv, und das keine alleine Kamera. Ohne Kamera. Das heißt, da brauchen wir definitiv Haltepunkte, auch wieder hier, wie wir es schon im zweiten Teil unserer Serie an der XH2S gezeigt hatten. Die Mattbox, wieder ähnliches Verfahren. Ich kann im Prinzip Filter einsetzen, aber auch hier der Haltepunkt ist hier in der Mattbox drin. Hier ist jetzt nochmal eine zusätzliche Stütze eingebaut. Ist ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Optik wechseln. Eine der beiden vorderen hier, Mattbox einmal nach vorne ziehen. Und dann habe ich im Prinzip immer noch hier die Abstützung. Weil bei dieser ja im Prinzip immer noch Fotokamera, die wir hier als Videokamera nutzen, ist natürlich ein, ich will nicht sagen Schwachpunkt, aber mechanisch gesehen ein kritischer Punkt, das Bajonett. Das heißt, hier auf jeden Fall nochmal eine Sicherheitsstütze mit einzubauen, ist keine schlechte Idee. Ja. Also je mehr Sicherheit, desto besser bei sowas auf jeden Fall. Wir reden hier auch nicht über kleine Preise. Also das Rig, das wir hier sehen, das ist ja auf jeden Fall 5-stellig, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Allein die Kamera geht schon in die Richtung. Jede Stütze, jede Halterung extra ist natürlich da super wichtig. Trotzdem ist hier so ein Griff dran, einfach um noch mehr dran anzubringen. Wir haben hier auch wieder einen Monitor dran. Wir hatten es in den ersten Videos gesehen, wie immer unsere HDMI-Zugentlastung, nenne ich es mal, um den HDMI-Port in der Kamera zu schonen. Spätestens hier wird er auf jeden Fall mit einem Fokuspuller sehr wahrscheinlich gearbeitet werden, der über einen eigenen Monitor dann das Ganze steuert. Deswegen auch hier wieder ein extra Monitor mit Funkstrecke dran. Was sind sonst noch Komponenten, wo du sagst, was zeichnet oder was könnten Gründe sein, von der XH2S auf eine Fujifilm GF zu gehen im Filmbereich? Ja, jetzt würde ich sagen, wenn wir es mit dem Fotobereich vergleichen, jetzt reden wir nicht mehr primär über die Bildqualität, sondern wirklich über den Look, den ich in meinem finalen Film generieren möchte, unter Einsatz bestimmter Optiken. Ich sag, die klassische reine Interviewszene vom Urlaubsvideo wollen wir jetzt mal absehen. Ich kenne wenige Urlauber, die sagen, ja, das nehme ich mal kurz an den Strand mit. Ich sehe in erster Linie den Einsatzzweck jetzt schon, wenn ich sage, ich möchte meinem Bild schon in der Aufnahme, während dem Filmen, durch Einsatz entsprechender Objektive einen gewissen Look geben und greife deswegen auf den einfach größeren Sensor zurück. Weil vom Grundprinzip her, wenn wir hier alles ein bisschen runterschrumpfen, sind wir genau wieder bei der XH2S angekommen. Das heißt, hier ist jetzt schon sozusagen der größere Sensor, der mir, ja, wie gesagt, den Einsatz anderer Objektive auch ermöglicht. Also sprich, wenn ich einen bestimmten Look haben will, seien es diese anamorphe Look, J.J. Abrams Star Trek, da sieht man das, glaube ich, am allerbesten, und ich die maximale Qualität will, dann gehe ich eher auf die GF. Ist ja auch einer der großen Unterschiede wirklich im Kern an der Kamera. Die XH2S, wir hatten es gesagt, die schnellste Kamera im Sinne von Bildauslesgeschwindigkeit. Hier ist der Rolling Shutter natürlich schon wieder eher ein Problem, aber das ist dann auch die falsche Kamera einfach für das Problem, wenn ich schnelle Bewegungen, schnelle Pans machen will. Ja. Dafür ist die Kamera nicht geeignet. Deswegen auch da
es ist nicht so, dass das größte Rig automatisch die kleineren ablöst. Das hier ist einfach nur noch spezialisierter in vielen Bereichen. Genau. Du hast hier verschiedene Griffe dran. Ich gehe nochmal auf die hin. Du hast hier einen Griff für oben, du hast einen Griff für die Seite und die beiden Griffe für unten. Und jeder Griff hat ja seinen eigenen Einsatzzweck. Und wir haben es auch gesehen, ich kann an die Griffe ja noch weitere Sachen ranschrauben. Hier zum Beispiel haben wir jetzt nicht am Cage selbst, sondern an dem Griff den Monitor befestigt. Genau. Weil im Endeffekt ist ja nachher die Optimierung, eine größere Person, eine kleinere Person, der Monitor muss an der richtigen Stelle sitzen. Und das ist ja nachher das Tolle an diesen Käfiglösungen und den ganzen Anbauteilen. Ich kann über diese Gelenkarme hier die Position frei bewegen. Mhm. Die Kabelführung und Zeit optimiert. Wir sehen es hier mit einem Spiralkabel, das hier jetzt relativ knapp drüber ist. Man kann das aber auch über den Arm routen, sage ich mal. Die Kamera praktisch mit diesen Teilen so hinbekommen, dass es für den eigenen Arbeitseinsatz perfekt funktioniert. Das ist auch da, was wir hier zeigen, ist eine Lösung. Ich finde es eine gute und auch eine gut aussehende Lösung. Aber natürlich kann für den eigenen Bedarf, für die eigene Arbeitsweise die eine oder andere Komponente sich ändern. Also man sagt, okay, das mit der Schulter ist mir viel zu blöd. Ich gehe auf jeden Fall über den Arm, der über mir hängt. Oder ich halte es nur in der Hand. Ich hätte gern einen anderen Griff hier an der Seite. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ich dachte eher ein Pistolengriff-artiges Ding an der Seite dran. Nicht mehr diesen pilzartigen Griff seitlich verbaut. Also je nachdem, wie ich die Kamera gerne bediene, kann ich ein anderes Rig mir aufbauen. Absolut. An der Stelle würde ich vielleicht noch mal einwerfen wollen, alle diese 3 Rigs, die wir jetzt besprochen haben, da haben wir halt wirklich die Komponenten alle durchgetestet, eingesetzt, auch hier und da gemerkt, naja, da ist noch Spielraum nach oben. Dann wurden Komponenten noch mal ausgetauscht. Das ist auch nochmal der Hinweis, wir werden in den Shownotes unter dem Video die Komponenten, die wir hier besprechen, im Detail auflisten. Das heißt, dem einen oder anderen spart es einfach ein bisschen Suche im Internet. Mhm. Und im Endeffekt natürlich sollen alle 3 Rigs aus meiner Sicht so ein bisschen als Idee gesehen werden, als eine mögliche Variante. Und jeder von euch wird dann natürlich, wenn er selber anfängt, vom Handy alleine wegzugehen zu einer größeren Kamera, sein Dream Rig aufbauen. Mhm. Und dann natürlich auch je nach Einsatzzweck des Rig modifizieren, ganz klar. Einen großen Vorteil, und deswegen haben wir uns jetzt bei der ganzen Reihe an Videos jetzt auf dieses Fujifilm Go Cinema konzentriert. Was mir in der Fotowelt natürlich schon so gut gefällt, ist hier natürlich genau das Gleiche. Von der XS20 über die XH2S hier zu einem komplett anderen System mit einem Mittelformatsensor. Ich habe immer den gleichen Kern in der Kamera, sag ich mal, was die Software angeht. Die Bedienung, die Menüs, wo finde ich was, ist immer gleich. Der Umstieg, ob ich mit einer kleinen XS20 oder mit der großen GF 102 arbeite, ist eigentlich gleich. Ich liebe es in der Fotografie, dass ich auch da das richtige Werkzeug für das richtige Problem einsetzen kann, um es zu lösen. Und ich keinerlei Umstellung habe bei den meisten Sachen. Jetzt kann man hier, sind vielleicht ein Monitor von einem anderen Hersteller mal dran, aber im Kern die meisten Dinge werden an der Kamera passieren und da sind zumindest die Menüs gleich. Also ich habe keine Verluste quasi, wenn ich auf die nächstgrößere Kamera gehe, weil plötzlich die Menüs alle komplett anders aussehen. Ja. Ich habe vielleicht mehr Features, aber grundsätzlich die Bedienung ist immer die gleiche. Ich verliere da auf jeden Fall nicht. Ich muss mich nicht in meinem eigenen Equipment jedes Mal neu zurechtfinden, wenn ich auf eine andere Kamera gehe. Sicher. Also auch hier, wie gesagt, groß, mittel, klein. Wenn ich die eine gut bedienen kann, komme ich mit der anderen sofort zurecht. Genau, in die andere Richtung ja genauso. Also wenn ich sage, okay, ich filme normalerweise mit dem Ding und jetzt habe ich was, wo ich Run and Gun super flexibel sein muss und ich renne nur durch die Gegend und hechte den Leuten hinterher, dann wird es eher die XS20, die sich von der Idee her genauso bedient wie eine GF 102. Das ist jetzt sicherlich die größte Ausbaustufe und auch da nochmal, man muss sehr genau wissen, glaube ich, was man damit filmen will. Eine einfache Interviewsituation geht auch definitiv mit den kleineren Kameras. Für die großen Produktionen, und man hat jetzt seit dem X-Summit, wo die Kamera vorgestellt worden ist, auch schon Filmproduktionen gesehen, die mit der GF arbeiten. Und ich finde es beeindruckend, was da für Bilder auch rauskommen. Ich glaube auch, dass, ich will nicht sagen, Hollywood in Zukunft darauf mehr aufmerksam wird, aber man sieht ja auch in Hollywood im Moment einen Switch. Es gibt wieder, man geht Richtung IMAX, um Oppenheimer zu drehen, aber auch andere Filme, wie der Creator zum Beispiel, werden mit wirklichen Consumer-Kameras in Anführungszeichen gedreht. Und ich glaube, dass die GF-Kameras da vielleicht so einen Sweet Spot treffen und da gehen wir jetzt in völlige Spekulation rein, dass wir da in Zukunft auch noch mehr sehen, was Richtung Video geht, eben mit dem System, mit dem GF-System. Ich denke, davon können wir ausgehen, dass das jetzt hier nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern aus meiner Sicht eigentlich das Take-Off. Also ab jetzt geht's von hier wirklich los. Eben, sagen wir, ambitionierten oder professionellen Cinema-Bereich, muss ja nicht gleich Hollywood sein.
aber auch ein Tatort oder einfach die Soap Opera am Samstagabend muss irgendwie gedreht werden. Ja. Und das ganze Ökosystem ist natürlich schon hochspannend. Ja, also man hat sicherlich auch, in der GF100S konnte ich schon ein Video drehen, aber da konnte ich mal einen Clip irgendwie drehen. Aber mit der GF102 hat man gemerkt, mit den Waveforms, die ich mir anzeigen lassen kann, das ist sehr, sehr viel spezialisiert und auf einem anderen technischen Niveau auch, als das, was ich als einfach Videoclips drehen bezeichne. Ich glaube aber, dass es wirklich, wie du sagst, der erste Schritt ist, um dann noch weiterzugehen, was man noch mehr sehen kann. Weswegen es durchaus Sinn machen kann, sich so ein Rig schon mal anzuschauen und zumindest mal sich damit vertraut zu machen, weil ich glaube, dass da wirklich in Zukunft noch mehr kommen wird. Wir haben auch Ideen, was wir gerne noch an der Kamera sehen würden, weil, wir haben es gerade gesagt, das ist der Startpunkt, wo die GF losgeht. Wir haben einen Aufruf, den wir hier starten wollen, was wir gerne sehen würden, wenn es da draußen Hersteller gibt oder Fujifilm selbst da auch Bock drauf hat, dann auch was zu machen. Wir haben jetzt hier diesen Monitor vorne dran und das ist schön und gut, auf dem Monitor kann ich was sehen. Da haben wir schon ein paar Mal gesagt, der Sucher an der GF102 ist so super und ich kann hier ja gar nicht reinschauen. Da ist ja der Akku im Weg. Ja, das heißt, wie toll wäre das, jetzt den Sucher hier abzunehmen und einfach nur den Sucher jetzt hier oben am Arm zu montieren. Ein kurzes Verbindungskabel und hier direkt in den Sucher hinein zu gucken. Punkt 1. Aber auch nicht nur, das wäre jetzt mehr eine Fuji-Aufgabe, glaube ich. Aber sprechen wir noch mal kurz über Fokussysteme. Hier zum Beispiel auch Handgriffe mit einem Startknopf. Man sagt, das kann ja nicht so schwer sein. Im Endeffekt ist es Firmware. Das wäre jetzt auch ein Aufruf an der Stelle an alle, ich sage jetzt mal Komponentenhersteller, einfach das Software-Portfolio, also die Firmware, noch mal ein bisschen zu erweitern, weil halt neben einigen Kameras, die schon länger unterstützt sind, ist auch sicher das jetzt hier ein Ökosystem, wo ich immer sage, ich bin selber kein Softwareprogrammierer, aber ich sage jetzt mal, das kann ja nicht so schwer sein, die Software auch auf diese oder eine H2S oder jede andere Fuji anzupassen. Man hat es ja auch im Fotobereich gesehen, Hersteller von Blitzsystemen zum Beispiel, während anfangs TTL halt für Canon, Nikon, Sony da waren, als Fujifilm plötzlich sich absolut etabliert hat im Profibereich, sind alle nachgezogen und haben jetzt auch TTL mit Fujifilm-Kameras bei den Blitzen drin. Also ich arbeite in Profoto zum Beispiel und auch da ist es genauso funktional wie mit den anderen Herstellern auch. Und ich glaube, dass da die GF102 jetzt wirklich diesen Startschuss geben wird, um all diese anderen Komponenten Hersteller dazu anzuregen, die Kamera oder das System auch zu unterstützen. Das muss man mal kurz meine Lanze brechen. Ne? Ich meine, Apple ProRes High oder Blackmagic B-RAW ist hier unterstützt. Das heißt, oder auch direkt in die Cloud Proxy-Files zu schicken, ist hier unterstützt. Sind nicht viele Kameras auf dem Markt, die das können. Zumindest, ich glaube, von einem halben, dreiviertel Jahr war die Fuji die erste, die quasi das IO-Frame unterstützt hat. Das heißt, es findet eine Interaktion statt zwischen den Herstellern der verschiedenen Komponenten. Weil das ist auch hier ganz klar zu sehen, ist jetzt nicht alles von einem Hersteller außer der Kamera. Wir sehen hier das vom Ton über die Stromversorgung, über die Optiken, Zubehörteile, hier ja alles frei kombinierbar ist. Was ja bei so einem Rig auch wirklich Sinn macht, dass halt jeder Kameramann nachher seinen Dream Rig zusammenbauen kann. Ja. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall ein guter Start mit der Kamera. Es ist ein guter Start mit diesem kleinen Rig gesetzt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir an dieses Video dann nochmal anknüpfen, sobald es da die nächsten Sachen gibt. Lasst uns da gerne Kommentare da, wenn ihr noch mehr sehen wollt, wenn ihr auch vielleicht im Detail bestimmte Komponenten oder Systeme an dem, was wir gezeigt haben, noch in die Tiefe nochmal sehen wollt, dann würde ich sagen, treffen wir uns einfach nochmal und drehen dann noch weitere Sachen, um vielleicht detaillierter an manche Komponenten ranzugehen. Wobei einen kleinen Teaser, glaube ich, Thomas, können wir schon mal rauslassen, um mal zum Beispiel hier nochmal eine Optik in die Kamera zu halten. Wir werden auch jetzt in der Serie noch einen speziellen Objektivteil bringen in Kürze, um halt nochmal im Detail jetzt drauf einzugehen, wann, wie, wo, welche Objektive an diesen 3 Kameras sinnvoll einzusetzen sind. Ja, was ist der Unterschied an diesen Cinema-Objektiven? Warum sehen die so anders aus? Warum sind die so unendlich schwer? Und warum haben die diese Zahngrenze drauf? Alles Fragen, die sich mir stellt, wenn man noch nie mit den Videoobjektiven gearbeitet hat oder mit den Cine-Objektiven, und die versuchen wir in dem Video dann alle zu beantworten. Ich würde sagen, dann machen wir uns das Video ran als nächstes und hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Wir konnten euch einen Überblick bieten mit 3 Rigs. Abo dalassen und dann bekommt es auf jeden Fall direkt in euren Feed gespielt, wenn die nächsten Videos kommen. An der Stelle würde ich sagen, Thomas, over and out. Ja, bis zum nächsten Mal.